Tag zusammen. Heute bin ich mit euch im Huronen Naturgebiet. Und der Grund, warum ich euch heute hier mit hingenommen habe, ist, ja, also jetzt wächst hier eine Pflanze, als ich die entdeckt war ich ganz aufgeregt und die will ich euch unbedingt zeigen. Und dann gibt es noch 2 andere Gründe, aber das sage ich später. So, lass jedes. Gleich sind wir da, ich bin nur so aufgeregt. Das ist nämlich die Pflanze, das ist so ein botanisches Wunder. Ja, die hat hier ganz, ganz Besonderes. Ah ja, gleich sind wir da. Ja, und hier sind wir schon. Was hier so mutig aus dem frostigen Boden und durch den Schnee durchwächst, das ist der Horsetail. Auf Deutsch heißt das so viel wie Pferdeschwanz. Das will ich aber nicht sagen. Ihr kennt das vielleicht unter dem botanischen Namen Schachtelhalm. Ja. Und so im ersten Blick sieht das Pflänzchen so unscheinbar aus, wie so eine kleine Miniaturbambus, ne? Aber es hat 2 Besonderheiten. Die eine ist, die jedes schon seit der Urzeit, ja, die jedes schon, bevor die Dinosaurier hier auf dem Planeten rumgelaufen sind. Der älteste Fossil von dem Schachtelhalm ist 190 Millionen Jahre alt. Allein deswegen verdient das Pflänzchen unseren Respekt. Und die zweite Besonderheit ist, der Schachtelhalm soll ja auch so richtig gesund sein. Forscher glauben, dass das vor allem an seinem hohen Siliziumgehalt liegt. Bis zu 25% des Trockengewichts der Pflanze bestand aus diesem Mineral. Was sonst kein Pflänzchen so hinkriegt. Silizium ist auch in unserer Knoche zu finden. Und hilft dabei, die Knochen- und Knorpelbildung zu unterstützen. Es fördert die Kollagensynthese, dass unser Körper Kalzium besser aufnimmt und verwerten kann. Kurz gesagt, es hilft uns, auch morgen noch fit und beweglich zu bleiben. Aber das ist noch nicht alles, das ist noch mehr. Der Schachtelhalm soll auch als natürliches Diuretikum wirken. Und er spült alles Wasser, überschüssiges Wasser aus dem Körper raus. Und dann kann er bei Harninkontinenz und nächtlichem Harndrang helfen. Meistens wird der Schachtelhalm als Tee verwendet, indem man das getrocknete Kraut in heißem Wasser trecken lässt. Er wird jedoch auch in Kapseln, als Salbe, als Tinktur. Als Salbe soll er besonders bei der Wundheilung helfen. Und was auch noch spannend ist, die Pflanze wächst vom Frühling bis zum Herbst und vermehrt sich nicht über Samen, nee, sondern durch Sporen. Und vermehren tät die sich. Aber hallo, wenn du die in Ding Jahr da fängst, dann kann es sein, dass du ein Problem hast, das Ganze unter Kontrolle zu halten. Und einmal etabliert blieben die natürlich für immer, weil die sind ja so gut wie unzerstörbar. Sonst hätten die ja die 190 Millionen Jahre gehalten. Ne? Ich wünschte, ich könnte jetzt sagen, der Schachtelhalm wächst nur an einem Ort auf der Welt und das ist Ontario. Aber das will ich jetzt hier lernen. Ne? Der ist auch bei euch zu finden. Was er hier allerdings nicht finden wird, das sind die anderen Gründe, warum ich euch überhaupt hierher gebracht habe. So eine Winterlandschaft kann ja schon uns ein bisschen trist wirken. Alles wies, grau, still. Aber dann, plötzlich, taucht da ein knallroter Fleck auf. Zuerst denkt man,
Man sieht nicht richtig, aber nee, der Fleck bewegt sich. Darf ich vorstellen, der Kardinal. Ja gut, der ist jetzt nicht exklusiv in Kanada zu Hause, aber weniger als Nord- und Zentralamerika gibt er nicht. Und ich finde, er ist doch ein richtiger Hingucker, oder? Der Knallrote ist der Herr Kardinal, während Frau Kardinal sich eher in gedeckteren Tönen zeigt. Ein weiterer Farbtupfer ist der Blue Jay. Nicht ganz so auffällig wie der Kardinal, aber sein leuchtendes Blau macht ihn definitiv auch zu einem kleinen Highlight. Und genau diese Vögel sind der letzte Grund, warum ihr hier im Huronen Naturschutzgebiet seid. Natürlich, die Vögel weht er nur Sinn, wenn er selbst uns vorbeikommt. Ever. Und vielleicht begegnet euch diese uralte Pflanze uns bei einem von eurem Spaziergang. Also Ohren ab und viel Freude beim Entdecken. Tschüss! Lorenz, der flüchtende Düsenjet von der Bundeswehr. Wieso kann der so schnell fliegen und ich nicht? Du kannst auch so schnell fliegen, wenn dein Fuß so am Brennen wird.